Sibirische Plötze. Ja, das ist für das erste Rumprobieren schon mal nicht so schlecht, aber da geht natürlich noch mehr. Und der Milo hatte das getestet, ausgiebig, mehrere Tage lang. Er hat vor ein paar Tagen schon geschrieben, Alten, sibirische Plötze, die suchst du doch noch. Und jetzt ist die Trophy reingeballert. Also nicht bei mir, sondern bei Milo. Also irgendwie muss das doch gehen. Der Milo hatte im Discord gepostet, seine Stelle, da wo es gerade klappt und wie er die Fische gefangen hat. Link zum Discord übrigens direkt unterm Video. Hier an der Stelle, da hat er sie gefangen. Jetzt stand ich hier gerade und dachte mir, alter Falter, hat er ein hohes Level an Schmerzempfinden. Wie heftig hier immer wieder die Pose ja direkt zum Ufer treibt. Wir haben es gleich ein bisschen heller, dann sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser. Also hier vorne ist das Grüngeschlonze. Und wenn man eben da hinwirft, wo er es gezeigt hat, also hier vorne schön aus, treibt die Pose zwar hier schön runter, aber sie treibt eben auch genauso sehr nah hier ans Ufer. Und man ist quasi ständig immer wieder am Auswerfen, immer wieder an die gleiche Stelle. Und da habe ich gedacht, ich werde ja kirre, Alten. Also ich habe das ein bisschen gemacht und bin dann sofort rüber auf die andere Seite gegangen. Warum sich quälen, wenn man das Ganze auch einfacher haben könnte? Also auswerfen, 1, 2, 3 und schon hatte ich 3 Posen direkt an der Stelle, wo man eben quasi auch hinwirft und dann ist das gut. Und die habe ich jetzt alle 3 mit einem Clip versehen. Heißt natürlich im Umkehrschluss, ich habe jetzt hier gerade kein Treibangeln, aber wie wir sehen, die Morgenstunden sind da und es fängt sofort an. Und das Schöne ist, auch hier, also ich habe es anfangs klein probiert und teste es jetzt groß. Also so groß, wie der Milo es auch gezeigt hat mit seiner Trophy. Bams, Rotfeder geht auch rein, ja, gerne, mehr davon. So. Und so groß, auf einem 1er Haken, teste ich das jetzt hier auch einfach weiter. Vielleicht gehen noch ein paar Brocken rein. Was man hier sieht, ist hier auch dieser Spot in einer Wahnsinnsfrequenz. Bam, 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 bam. Innerhalb von einer Minute plus die Fische, die vielleicht nicht gehakt haben. Also 5, 6 Fische in einer Minute, sensationell. Dann ging es aber auch in die Abendstunden rein. Dann kommen natürlich auf einmal die Döbel. Also nach 22, 23 Uhr ist irgendwann vorbei, dann kommen die Döbel. Dann ist natürlich jetzt gerade ein bisschen Pause. Hoppala. Und dann habe ich da noch was gehakt. Ja. Und dann geht es jetzt in den Morgenstunden wieder los. Rasant, wie wir gerade sehen. Das ist doch ein gutes Zeichen. Und die dritte auch noch nicht gehakt. Okay. Wahnsinn. Komm. Schnell ran hier. Döbel werden mit Sicherheit nach wie vor reingehen. Bin ich aber auch ganz zufrieden mit. Warum auch nicht? Ich nehme auch ein bisschen Cash von den Döbeln mit. Aber das heißt vielleicht nicht ganz so super fein vom Setup reingehen. Ich bin jetzt hier sogar nur mit 5 Kilo Fluorocarbon. Das Ganze gucken wir uns gleich im Detail nochmal an. So, das Schöne, was ich jetzt hier natürlich nutze, ist eine 8 Meter lange Hosenrute. 8 Meter lange Bollo, das heißt, wir sind erstmal 8 Meter raus auf dem Wasser. Und dann treibt das links runter. Wenn man jetzt natürlich nur so einen kurzen hat und nicht so wirklich weit rauskommt, dann empfiehlt es sich wahrscheinlich eher, das Ganze mit Treibangeln zu machen. Also ein bisschen auswerfen, Treibangeln schön nach unten, wenn der Biss kommt, ranziehen. Vielleicht lieber mit 2 Routen aktiv das Ganze zu machen, als so dieses ganz passive hier mit 2 oder 3 Routen. Und man kommt vielleicht sogar nur bis hier vorne irgendwie hin. Ne? Durch die 8 Meter komme ich jetzt richtig weit raus. Und wenn man eben so eine kürzere Route hat, dann kommt man vielleicht sogar nur bis hier vorne. Also nicht ganz so in die Tiefe. Und dementsprechend muss man eben gucken, was man eben hat für ein Equipment. Man kann das natürlich mit allen Routen machen. Und wenn ich mir das hier gerade so angucke, liebäugle ich gerade damit, vielleicht noch ein bisschen weiter das ja, ich glaube, ich lasse es noch mal ein bisschen weiter. Guck mal, da geht es zwar wieder weiter, aber ich lasse es mal ein bisschen weiter durchtreiben. Ich hatte jetzt gerade hier
einen Clip von 7,65 Meter. Und das heißt, wir machen jetzt hier 7, machen wir mal sogar, na wobei, dann sehe ich die eine nicht mehr, ne? Ich mache mal 8,76 Meter. So, probieren wir das mal. Also ein bisschen weiter durch. Hier auch. So, das heißt, hier sind wir jetzt bei 8, bei 7 und dann gleich bei 6. Das ist dann hier die dritte. So, das ist jetzt der Schnurclip. Wichtig natürlich jetzt hier bei der Montage, bei dem Setup, ich habe jetzt hier die Feststellpose, nicht die Matchroute. Also mit Schnurclip keine Matchroute, weil durch den Schnurclip bei der Matchroute, hatte ich ja schon mal in anderen Videos erklärt, die Tiefe, die wir hier einstellen, und zwar die Tiefe von 1 Meter, die zieht sich dann am Ende, wenn der Schnurclip ist bei der Match, das zieht sich halt bis nach oben, bis zum Vorfach. Wenn man Vorfach verwendet. Wir gucken uns das gleich nochmal im Detail an. Zack. Das ist doch schon mal gut. Kommen wir ran hier. Und wieder Rotfeder. So, ich werfe mal aus und dann gucken wir mal hier rein. Also, so ist das Setup. Gerade hier, wie gesagt, die Inferno Bolognese Route mit 8 Meter Länge. 5,5 Kilo ist das Setup. Also ein relativ feines, kleines Setup. Man kann auch wahrscheinlich bis 7 bis 8 Kilo hochgehen. Also relativ feines Setup hier. Fluorocarbon komplett. Und dann eben hier mit einem 1er Haken. Doch mal größer. Der Milo hatte gepostet mit einem 8er Haken. Schön auf Masse. Also wenn du ein bisschen Cash machen willst, auf Masse gehen willst, zack, einfach hier 6er Haken, 8er Haken, passt super. Ansonsten, wie gesagt, hier, ich suche jetzt auch die Trophy natürlich wieder. Ich probiere es jetzt auch mit einem 1er Haken, also in groß. Und wenn ich Glück habe, ballert da einfach in groß was rein. Zack, na, kriegen wir den noch? Ja, kriegen wir noch. Das wäre doch nicht so... Oh, oh, oh. Das wäre doch nicht so schlecht. Jawohl, 700. Ja, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Mehr davon. Ich glaube, hier kriegen... Doch, kriegen wir auch noch. Ja. Komm, 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 komm. Und der nächste Brocken. 8 Meter in die Höhe gezogen. Aber die Döbel sind natürlich auch... So, jetzt haben wir hier einen Spot, der einigermaßen gut läuft. Und die Fische sind auch schon da. Und jetzt hadere ich natürlich damit. Schmeiß ich die Futtermische vom Milo rein oder nicht? Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich werde das noch weiter testen. Ihr könnt ja gucken. Wie gesagt, der Link zum Discord ist direkt unter dem Video. Einfach reingucken. Die Futtermische ist da beschrieben im Bereich Donetsk natürlich. Da, wo alles gepostet hat. Also, wenn ihr das testen wollt, auch einfach rein da mit Futtermische. Ich teste erstmal weiter ohne Futtermische. So. Denn, wie gesagt, Futtermische, ja, beeinflusst natürlich einen Spot. Aber die Fische sind im Moment schon da. Und von daher gucken wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Und ich denke mal, später oder sollte die Frequenz runtergehen bei den Plötzen, dann kann ich immer noch eine Futtermische nochmal testen. Im Moment bin ich ganz zufrieden. Ich glaube, da geht es schon wieder los. Auf der 1, auf der 2 und es läuft. Auf der 3 glaube ich sogar auch. Ja, so kann das gehen. So ist es doch gar nicht so schlecht. Ganz angenehm sogar. Gerade eben hier aus diesem Winkel. An dem Baum vorbei. Rotfedern und Plötzen. Kann man noch machen. Also wenn man die braucht, gar nicht schlecht. Auch kohlemäßig hatte ich gesehen beim Milo. War das auch kohlemäßig gar nicht verkehrt, was er sich da reingezogen hat durch diesen Spot, weil eben hier, na, komm ran hier, weil eben die Masse ganz gut war. Ne. Der Döbel. Zack, 1,8er, das wäre doch eine schöne Plötze gewesen auf 1,8. So, jetzt wieder raus hier. Zapp, zapp, zapp. Also, hier, Clip haben wir, Tiefe haben wir, 1 Meter Tiefe haben wir, Köderkombination haben wir einfach auf Perlgraupe. Position haben wir noch nicht so richtig. Alle Posen sind da, okay. Position ist hier. Also muss man auf jeden Fall mit dem Boot runterfahren. Boot kaufen, ein ganzes Stückchen runterbrettern. Ich bin dann hier irgendwo einfach gegengefahren, ein Stückchen noch gelaufen. Also hier ist alles begehbarer Rand. Aber man muss eben rübergehen und dann, ja, hier in dem Bereich einfach hinstellen. Und dann lübt das. Ja, Riesenvorteil natürlich, wenn man hier
mit dem Rodpod steht. Ihr seht, es piept einfach immer schön. Das ist natürlich super praktisch bei der Angelmethode hier. Ansonsten, wie gesagt, Treibangeln machen. Wenn man das nicht machen kann, Treibangeln hat sogar nochmal eine zusätzliche Lockwirkung. Warum auch nicht? Aber ich muss schon sagen, selbst hier mit dem 1er Haken bin ich ganz zufrieden. Die Größe, ja, deutlich größer auch nochmal als hier am Anfang. 2, 3, 400. Hier oben jetzt schon mehrere mit 700. Also, das ist schon gar nicht so schlecht. Und so ziehe ich jetzt auch nochmal ein bisschen weiter durch. Toi, 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 dass es bei dir auch klappt. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und wie gesagt, einfach mal im Discord vorbeischauen, falls du da was suchst. Da sind jede Menge Spieler, die sich da auch austauschen. Petri, bis zum nächsten Mal.